Social Media ist für uns Teil unserer DNA. Heute bespielen wir alles, was es gibt. Das ist auch Teil unserer Informationskultur nach innen, nach außen, weil wir wissen, dass wir Menschen heute über alle Kanäle erreichen können, aber erreichen müssen, wenn wir es ernst meinen mit Informationskultur. Elpato ist ein Medienunternehmen aus Berlin, in Berlin und wir kümmern uns im Wesentlichen um Themen rund um Apotheke, Pharma, Digital Health, Gesundheitswesen. Ich glaube, dass sich die Medienlandschaft nicht nur dramatisch geändert hat, sondern dass sie sich noch viel schneller ändern wird. Es geht in Zukunft sehr viel stärker um die Bedürfnisse von denjenigen, die Medien konsumieren wollen. Dass man eine Mischung hat aus Unterhaltung und Information, aus Wissensgenerierung, dass wir einfach viel näher an den Communities sind, mit denen zusammen interagieren und so Medien produzieren. Das ist das, was wir machen letztlich. Wir haben zum einen die Patientinnen und Patienten, auf der anderen Seite natürlich die Fachgruppen. Also was darfst du so kommunizieren, damit der Patient oder die Patientin nicht verführt wird, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung anzunehmen, und umgekehrt bei den Fachzielgruppen ist es ähnlich. Auch hier gilt es vorsichtig, sehr professionell zu kommunizieren. Wir haben einfach viel mehr Quellen, viel mehr Informationen und da ist die besondere Herausforderung, die richtigen Quellen herauszufinden und die dann auch zu verbreiten und die anderen auch womöglich zu entlarven als im Gesundheitswesen sehr gefährliche Fake News. Das bekannteste Produkt ist sicherlich Apotheke ad hoc. Das ist ein Newsportal für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt. PTA in Love, das ist ein Sampling-Produkt für mehr als 26.000 PTAs. Dann haben wir Aposcope, Marktforschung für die Pharmaindustrie. Gesundheit ad hoc, ein PR-Portal im Gesundheitswesen. Achilles Running, der erfolgreichste Laufsport-Podcast in Deutschland, gehört zu unserem Portfolio. Aber auch zum Beispiel ein Konferenzformat wie Vision A, wo auch die Vision A Awards verliehen werden. Und jetzt neuerdings auch die Apothekentour. Da touren wir durch 12 deutsche Städte für Apothekenteams mit mehr als 30 Unternehmen und mehr als 16.000 BesucherInnen. Bei Elpato sind wir mittlerweile mehr als 80 Mitarbeitende. Allein in den letzten 24 Monaten sind da fast 30 Leute dazugekommen. Hier vor Ort haben wir die Studios, also in Adlershof, aber auch sowas wie Office Management, Finance und so, die haben hier ihren Fokus. Alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Geschäftsbereiche arbeiten im Kern hybrid. Das sind einmal sozusagen die Geschäftsführung und dann HR, also Human Resources, Finance und so. Und dann aber auch die Produkte jeweils mit einer hohen Eigenverantwortung. Dazu bei uns sehr ausgeprägt auch ein Sales-Bereich und dahinter ein Customer Relationship Management. Das sind die größten Teams auch im Unternehmen tatsächlich, abgesehen von den Redaktionen. Elpato ist tatsächlich ein sehr offenes, ist auch ein diverses Unternehmen. Ist ein Unternehmen, das hybrides Arbeiten schätzt. Bei uns sind so Themen wie Workation selbstverständlich und die unterstützen wir auch, genauso wie Fort- und Weiterbildung, ob es nun analog, digital ist für Führungskräfte und abgesehen davon feiern wir auch sehr gerne. Wir haben ja schon 2005 gegründet, uns gibt es seit fast 18 Jahren, aber in dieser Entwicklungsphase sind wir gewachsen, sind mal kleiner geworden, haben schwierige Phasen gehabt und da ist wichtig, glaube ich, dass du immer einen Partner hast, auf den du dich irgendwie verlassen kannst. Wir als Unternehmen brauchen natürlich auch, um dieses Wachstum zu realisieren, viel Spielraum und Flexibilität. Das heißt, wir brauchen womöglich Kreditlinien, die sich verändern können, über die man kurzfristig und langfristig sprechen kann. Auch wenn es mal eng wurde, und das war es bei uns zum Beispiel in der Pandemie, hatten wir tatsächlich dort Leute, die uns ermöglicht haben, weiter zu wachsen, unsere Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren. Und da sind die Türen offen, das ist für uns wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, du bist Bittsteller am Ende des Tages. Also du hast irgendeine Idee, du hast eine tolle Fantasie, du hast was geträumt und dann sagst du so, daraus mache ich jetzt Realität. Was du aber immer brauchst, ist ein Plan. Und diesen Plan, den musst du aufschreiben, der muss sich anpassen und den musst du mit anderen besprechen, du musst dich beraten lassen. Und wenn ich dann denke, das ist marktfähig, dann brauche ich auch Partner, auch in der Finanzierung, die diesen Gedanken nachvollziehen können. Die haben das nicht geträumt, die haben die Idee nicht gehabt. Und insbesondere brauche ich einen Plan, was passiert nicht nur in meiner Gründungsphase, sondern was passiert in 1, in 3, in 5 Jahren.
Bei uns stehen viele Projekte an. Das ist die gute und die gleichzeitig herausfordernde Nachricht. Aber das Wichtigste im Moment, wir gehen in einen weiteren Markt, also nach Österreich. Wir machen auch noch eine Praxistour, das heißt für MFAs, medizinische Fachangestellte und für Ärztinnen und Ärzte. Da freuen wir uns auch, das startet 2024. Und damit erweitern wir unser Geschäftsfeld auch in dem Bereich der Arztpraxen. Das ist alles super spannend und freut uns sehr.